Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Ich habe überlegt, wir gehen heute noch mal raus und kochen über Feuer. Dafür habe ich mir den Flexfire wieder mitgebracht und wir werden heute noch mal den Dutch Ofen befeuern. Und zwar machen wir heute ein Schichtnudelgericht. Ob das was wird, wird sich zeigen. Es scheint aber sehr lecker zu sein, deshalb werden wir das nachkochen. Und zwar auf Kohle. Und da Kohle ja jetzt sag mal nicht wirklich nachhaltig ist, habe ich mir mal was Neues besorgt. Das ist ein sogenannter Cobblestone. Das soll jetzt auch keine Werbung sein, denn ich habe keine Ahnung, ob das Ding funktioniert. Das ist ein, ich sag mal, sieht aus wie Kohle, ist aber keine Kohle, besteht aus Kokosfasern. Und dieses kleine Stück soll 2 Stunden lang brennen und das passt perfekt in den Flexfire rein. Und das werden wir gleich ausprobieren. Aber zuerst bereiten wir die Zutaten vor und wir heizen schon mal ein bisschen alte Kohle noch an, was oben auf den Dutch Ofen drauf muss. Und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. So, kommen wir mal zu den Zutaten für den Schichtnudelauflauf. Da wären Nudeln, 700 Gramm. Dann haben wir eine Paprika-Ampel, obwohl in der Ampel war, das soll wohl orange sein, aber waren 2 gelbe und eine rote. Dann haben wir 4 große Zwiebeln, ich habe mich für 6 kleine entschieden. Dann gibt es die Speckwürfel. Ich denke mal, so 2 Pakete sollten ausreichend sein. Dann spricht das Rezept von 500 Gramm Käse. Ich werde ein bisschen mehr nehmen, ich glaube, das kommt ganz geil. Dann haben wir hier so ein bisschen Texaner-Soße, die wir brauchen. Und zwar wird die mit dieser Schlagsahne gemischt. Das ist die Flüssigkeit, die wir brauchen. Und Salz, Pfeffer. Ach so, und zum Schluss habe ich vom Metzger, das war im Angebot, frisches Gehacktes besorgt. Und damit sollten die Zutaten alle vollständig sein. Und dann werden wir jetzt mal beginnen, die Zutaten entsprechend klein zu schneiden. So, der Cobblestone, nach der Anleitung muss der jetzt erstmal angehen. Und das soll angeblich möglich sein, dass man den mit einem kleinen Anzünder anmacht oder direkt anzündet. Wir werden den einfach mal hier am Rand ein bisschen Feuer geben. Das brennt jetzt weiter. Und dann soll der in 3-4 Minuten einsatzfähig sein. Wir machen den jetzt mal hier drauf und warten. Und ich würde vorschlagen, wir fangen direkt an mit dem Vorbereiten des Dutch Ofens. Genau, schauen wir mal. So, wir stellen jetzt den Dutch Ofen mal auf den... Ach nee, jetzt habe ich was vergessen. Da müssen die Topfhalter noch rein. Oben drauf. So, Nummer 1 und Nummer 2. Das gleiche gilt für hier. So, dann kommt der Topf drauf. Dann kann der hier schon mal in Ruhe heiß werden und dann machen wir da ein bisschen Öl rein. So, jetzt soll das ganz einfach sein. Also man macht auf dem Boden eine erste Schicht Speck. Das tun wir jetzt auch. Und nehmen mal so eine Packung. Verteilen da mal den Speck auf dem Boden. Oh, ich brauche das Messer. Juli, holst mal bitte das Messer. So, jetzt verteilen wir ein bisschen den Speck hier drin. Dann kommt auf den Speck die erste Lage Gemüse. Also machen wir da ein paar Paprikas und ein paar Zwiebelchen drauf. Die verteilen wir. Einfach mal so. Das passt. Gute Frage. Egal. Wir sind ja kreativ. So, ein paar Zwiebeln mit da drauf. Ja. Dann haben wir hier noch eine vergessen zu schneiden. Das ist auch kein Problem. Das machen wir dann mal ganz schnell hier nebenbei. Das reicht ja, wenn das ein bisschen grob ist. Das backt ja nachher eine Stunde auf 1,5. So, dann soll da drauf das gewürzte Gehacktes. Ja, ich würde mal sagen, wir machen das jetzt mal einfach. Wir nehmen mal die Hälfte und verteilen die tatsächlich einfach hier oben drauf und drücken die oben an. Ja, 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 das wird schon. So, wir machen das einfach und machen so mal ein bisschen Salz, Pfeffer drauf. Normalerweise sollte man das ins Gehacktes einkneten. Aber ich finde, wenn wir so urig kochen, dann muss das auch so gehen. Gut. So, hierauf kommt die erste Portion oder Hälfte der Nudeln. Da müssen noch ein paar mehr rein. So. Und da drauf dann die Hälfte von der Soße. So, die Hälfte der Soße. So, die ist natürlich ziemlich dickflüssig, finde ich. Da müssen wir nachher mal gucken, ob wir da nicht noch tatsächlich ein bisschen Wasser mit reinmachen müssen. Ich ein bisschen Angst habe, dass die sonst nicht gar werden. Und dann kommt der Käse. Ich habe hier so Fondue-Käse besorgt. Da nehmen wir auch ungefähr die Hälfte von dem Paket und etwas von dem Gouda.
Dann legen wir einfach den Fondue-Käse oben schön als Einlage drauf. Einfach super, wenn man das so sieht, wie das aussieht. Wie gesagt, ich habe nur ein bisschen Angst, dass die Nudeln nicht gar werden. So, die erste Schicht Fondue-Käse und die erste Schicht Gouda. Ja, mega. So. Und jetzt fängt das Spiel von vorne an. Eine Schicht Paprika. Verteilen. Dann nehmen wir jetzt die Reste. Lass mal erstmal alles hier von dem Topf, von dem Brettchen runter machen. So. Dann können wir die noch ein bisschen verteilen, wenn es nicht so ganz sauber durchgeschnitten ist. Zwiebel schön verteilen. Boah, das sieht richtig toll aus. So. Und danach, nach der Paprika, kommt dann wieder fast vergessen, das Fleisch. Mein Gott, zu viel Input. So, da kommt ein schönes dickes Stück Fleisch. Das verteilen wir jetzt auch nochmal hier drüber, überall. So. Boah, der Topf ist fast voll. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so viel wird. So, schön verteilen. Und jetzt kommen die Nudeln wieder da drüber. Die letzten verteilen wir wieder. Dann kommt die Soße. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass wir tatsächlich noch mal ein bisschen Wasser holen. Ein bisschen mehr Wasser geholt, Leute. Denn ich befürchte, dass sonst die Nudeln nicht gar werden hier drin. So. Ich verteile das jetzt einfach mal mit den Händen. Der eine wird sagen, wie eklig, wie kann man das denn? Aber ich sag mir, alles halb so wild. Okay, das verteilen wir. Dann habe ich vergessen, eben das Fleisch zu würzen. Das holen wir jetzt mal ganz schnell nach. Wir machen das jetzt schnell. Und vielleicht habt ihr eben das Klatsch gehört. Das war die Pfeffermühle. Da brauche ich jetzt eine neue. Deshalb gibt es jetzt bei der zweiten Lage keinen Pfeffer. Denn ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, nach oben zu latschen und ein bisschen Pfeffer zu holen. Das kann ich nachher nachwürzen. So, und zum Schluss kommt der letzte Käse drauf. Da haben wir nochmal den Fondue-Käse. Der klebt jetzt irgendwie ein bisschen zusammen. Aber alles halb so wild. Das kriegen wir hin. So. Aber da hinten fängt schon, ich weiß nicht, ob ihr das hört, das fängt an zu brutzeln unten. Also der Cobblestone, der ist jetzt wohl heiß. Und von der Zeit her braucht das alles Pi mal Auge dann nachher angeblich so 1,5 Stunden. Ich weiß es nicht genau. Wir werden mal gucken, dass wir mal so nach einer halben Stunde mal einen Blick reinschmeißen, wie es aussieht. So, und dann machen wir noch den Gouda rein. Und dann ist eigentlich der Schichtnudeltopf auch schon soweit fertig. Und wir können ihn seine Arbeit machen lassen. So, jetzt muss der Deckel drauf. Moment. So, und dann muss ich jetzt den Griff für abschrauben, weil auf diesem Topf, den Deckel müssen jetzt Kohlen drauf. Und das wird jetzt eine spannende Geschichte, weil der soll Ober- und Unterhitze bekommen. Das Thema Unterhitze haben wir eben schon erledigt. Jetzt hole ich mal kurz die Kohlen. Vorsicht. Okay. Ich hatte keine Briketts mehr. Das ist natürlich jetzt eine Riesenschweinerei mit den Kohlen. Aber es soll ja eine Ober- und eine Unterhitze geben. Oh, das ist heiß. Deshalb machen wir das jetzt mal so, mit der Hoffnung, dass das funktioniert. Jetzt Pi mal Auge 1 Stunde, ja, backen, kochen, was auch immer. Ich hole aber jetzt definitiv mal den Wasserschlauch dazu. Nicht, dass mir hier irgendwas anfackelt, weil das ist ja natürlich nur oben aufgelegt. Und wir wollen ja jetzt nicht das Haus abflammen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in einer Stunde. Also mal ein Zwischenstand, der Cobblestone, der brennt tatsächlich ganz gut und hier oben ist die Glut drauf. Bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Also Leute, wir haben beschlossen, wir werden jetzt mal nachgucken. Es ist jetzt etwas mehr als eine Dreiviertelstunde um. Ich habe ein bisschen Angst, dass es anbrennt. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Und kennt ihr das? Ihr wisst nicht mehr, wo ihr was hingelegt habt. Ich habe gerade das Mikro mit hochgenommen. Und tatsächlich habe ich vergessen, wo ich es hingetan habe. So, ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite. Damit die Nudeln ja auch noch gar werden. Also hier wirkt das so ein bisschen leicht angebrannt hier unten. Aber es riecht nicht angebrannt, das ist schon mal gut. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass es hier unten in der Mitte ein bisschen sich fest backt.
weil der Cobblestone, der brennt nämlich immer noch ganz toll. So. Auf jeden Fall kommt die Feuchtigkeit jetzt nach unten und löscht das ein bisschen ab. Ich würde sagen, das braucht nicht noch 1,5 Stunden, beziehungsweise 3/4 Stunde ist es ja jetzt noch. Das ist quasi fertig. Ich würde mal gerne hier eine Nudel probieren, ob die schon gut ist. Und dann kann der wahrscheinlich auch runter. Moment. Mal sehen, ein bisschen pusten. Ja, die Nudel ist gut. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Ich habe jetzt ein bisschen eingerührt alles, weil da Gehacktes drin ist, sollten wir auf Nummer sicher gehen, dass das wirklich gut ist. Und dann in 5 bis 10 Minuten holen wir es runter und dann ist gut. Also Deckel wieder drauf, Mikro suchen gehen und hoffen, dass wir es wiederfinden. Also, ich habe das Mikro wiedergefunden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Idee habt, wo es war. Ich verrate es euch aber auch jetzt. Oh, sieht das toll aus, habe das Mikro tatsächlich zum Altglas hingetan. Fragt nicht, wo die geistige Umnachtung herkommt. Also, der Topf ist soweit fertig. Wir holen den jetzt mal runter. Ich hoffe, ich kann den hier anfassen. Das geht. Und dann sehen wir gleich auch direkt mal, was der Cobblestone so sagt. So, Vorsicht, ich stelle den mal zur Seite. Und ihr seht, der brennt jetzt 1 Stunde. Und tatsächlich sieht er noch nicht so aus, als würde er aufgeben. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Aussage vom Hersteller, 2 Stunden lang Feuer, ist auch schön heiß, tatsächlich funktioniert. Ziemlich geil. Gut, dann nehmen wir den Topf jetzt hoch und dann werden wir den Schicht-Nudelauflauf verkosten. Mal das Resultat, wie er in der Küche steht. Schaut euch das mal an, wie toll der aussieht und der riecht richtig gut. Ich freue mich schon auf das Ergebnis und den jetzt zu probieren. Ich würde sagen, wir starten rein. Dann probieren wir jetzt mal den Schichtnudelauflauf. Und die Bilder habt ihr schon gesehen, es sieht super lecker aus. Und es scheint auch alles durch zu sein. Und der Käse, falls man mal gucken will, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, ist schön knusprig geworden hier oben drauf. Und wir probieren das jetzt mal. Geil. Also mit dem Käse, der in den Lagen zwischen ist das super lecker geworden. Also wirklich eine Empfehlung. Das Gehackte ist gut durch. Saftig. Einfach ein Genuss. Ist wirklich super lecker geworden. Ich kann es euch nur empfehlen. Kocht es nach, probiert es aus. Genießt noch die letzten Sonnenstrahlen dieses Jahr, bevor es in den Winter geht. Packt den Dutch Ofen aus, macht einen Schichtnudeltopf, probiert es, schreibt es in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Ich mache es Feierabend, ich muss das vernichten. Wir sehen uns, macht's gut, bye.